Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Johns MOBA. Heute wieder zu einem Log-Review und ich habe euch wieder mal was ganz Besonderes mitgebracht. Ihr seht es hier schon. Und zwar ist es eine Lokomotive und zwar keine neue, sondern eine relativ alte, wie ihr hier sehen könnt, und zwar die 3067. Das ist eine dänische MY, so heißt das Modell. Das ist eine dieselelektrische Lokomotive aus Dänemark und die möchte ich euch heute einmal kurz vorstellen. Ganz speziell geht es mir darum, wir haben in den letzten Monaten, und das finde ich super, ich liebe das mit euch zu diskutieren, ich liebe es, wenn ihr Kommentare schreibt, ich liebe es, wenn wir untereinander diskutieren und insbesondere, was ich noch richtig gut finde, was mich wirklich jedes Mal freut, ist, dass wir es hier in der Modellbahn-Community schaffen, auf so einem wirklich überwiegend hohen Niveau hier zu diskutieren, dass wir uns nicht gegenseitig persönlich angreifen, obwohl es konträre Meinungen, unglaublich riesige Bandbreiten an Meinungen auch tatsächlich gibt ja im Bereich der Modellbahn. Dafür auf jeden Fall von mir immer den Daumen hoch. Ich finde das toll, was es hier für eine Diskussion in dieser Community gibt und vor allen Dingen was für eine positive Diskussion. Also Daumen hoch dafür. Gerne von euch natürlich auch immer einen Daumen hoch für meine Videos und wenn ihr den noch nicht gefunden habt, gibt es einen Abo-Button unten drunter. Kommen wir mal zum Thema MY-Diskussion. Und zwar gibt es immer öfter so den Hinweis, ja, früher war alles besser. Oder nicht früher war alles besser, aber früher war zumindest bei den Lokomotiven die Zugkraft besser. Früher war die Mechanik besser. Früher war und so weiter. Ja? Und das möchte ich heute mal ein bisschen beleuchten. Wir schauen uns natürlich diese Lokomotive hier speziell an, aber auch ein bisschen im Vergleich zu den aktuellen Modellen von Maclean, denn da gibt es zum Beispiel auch MY, ganz aktuell. Und da haben wir natürlich einen super Vergleich zwischen der modernen Technologie und der alten Technologie hier. Das machen wir. Und bevor wir jetzt loslegen mit der Lokomotive, mit der Historie, mit was auch immer, schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Ja, die ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen älter. Also die Lokomotive, die ich jetzt hier für euch habe, die stammt irgendwann aus einem Zeitraum zwischen 1975 und 89, wenn ich das so richtig jetzt mitbekommen habe. Und die Verpackung von dem Ganzen ist, ja, sagen wir mal rudimentär. Also wir haben hier so einen tatsächlich für das Modell, das ist hier auch reingedruckt, vorgesehenen Styroporkasten, wo man das so reinlegen kann. Und dann haben wir hier so eine relativ flapsige Pappverpackung und, wie ihr seht, eine ganz umfangreiche Anleitung. Die werden wir später auch nochmal brauchen, weil wir uns natürlich nachher auch noch um das Thema Innenraum und solche Sachen kümmern. Ja, also wer lange dabei ist, bei denen dürfte das jetzt hier positive Erinnerungen wecken. So sah das früher aus. Schaubilder mit fröhlichen Lokomotiven. Ja. Ganz wichtig, ja, nicht mit Olivenöl schmieren. Ja. Also, das Ganze hier mit dabei als Papierkram. Tun wir mal wieder rein. Ansonsten so ein Styroporkasten. Ja, und das war's. Also, wenn wir jetzt mal die Verpackung vergleichen zu den heutigen Lokomotiven, muss man ganz klar sagen, da sind wir heute mit den Blistern auf jeden Fall weiter, was den Schutz des Modells angeht. Wenn wir mal diesen Punkt nehmen, das ist ja auch der einzig relevante bei einer Verpackung. Die sind also heute besser geschützt, die Modelle. Ansonsten, ja, das wirkt hier alles schon ein bisschen billig. Ja, die hat jetzt auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Hier die Verpackung ist eben eine gebrauchte Lokomotive, die ich hier für uns für dieses Review erworben habe. Aber who cares, ja, wenn das hier 40 Jahre alt ist. Ist halt eine Verpackung. Wir nehmen sie einfach mal als Unterlage für heute. Für unser schönes Modell. Und das sieht eigentlich auf die Entfernung, finde ich, für das Alter, von dem wir hier sprechen, ziemlich gut aus. Das Modell speziell hier ist eben gebraucht. Es war definitiv im Anlageneinsatz. Es wurde definitiv damit gespielt. So wie es aussieht, ist auch das ein oder andere Mal runtergefallen. Alles nicht schlimm. So eine Lokomotive muss ja ein Leben haben. Also ist meine Meinung. Die muss ein Leben haben. Wenn die jetzt 40 Jahre in der Vitrine gestanden hätte, wäre sie wahrscheinlich viel zu teuer auf der anderen Seite. Ja. Und so weiß ich, die hat auf jeden Fall schon mal vor mir jemandem Freude bereitet. Wenn ihr es noch nicht kennt, es gibt
für DSB-Lokomotiven hier so einen tollen Typenkompass, den habe ich euch unter dem Video auch verlinkt. Da findet ihr eigentlich alles wieder, was sich auf der Schiene in Dänemark getummelt hat. Und da finden wir natürlich auch, wenn wir ein bisschen schauen, unsere MY. Da ist sie. Ja, da seht ihr hier auch eine andere Farbgebung. In Dänemark gab es wie in den meisten anderen Ländern auch einen Wechsel der Farbgebung mal. Das heißt 1978 oder ab 1978 wurden die Lokomotiven von einem dunkelrot, burgunderrot umlackiert hier in diese schwarz-rote Wechselfärbung. Rangierlokomotiven waren vorher grün, wurden dann auch alle einheitlich so lackiert. Was ist also jetzt diese MY? Wo kommt die her? Welchen Sinn erfüllt die? Damit starten wir jetzt erstmal rein. Die MY-Reihe in Dänemark ist im Endeffekt ein Lizenzbau einer General Motors Lokomotive. Und wenn man so ein bisschen hier sich die Front anguckt, vielleicht kommt ihr drauf, wenn ihr es noch nicht wusstet. Und zwar ist es eine auf Europa adaptierte Version der EMD F7. Kennt ihr vielleicht, diese typische amerikanische Lok, wo es auch unglaublich viele Modelle von gibt, auch von Märklin zum Beispiel, die sogenannte F7 eben. Und für Europa wurde angepasst. Das heißt also, das Lichtraumprofil in Europa ist kleiner, in England noch mal kleiner, aber in Europa, Kontinentaleuropa schon mal kleiner als in den USA. Deswegen musste die Lokomotive ganz speziell hier an den Kanten in dem Bereich runder werden. Da ist die EMD F7, wenn ihr euch die anguckt, ein bisschen eckiger. Das wäre aber hier jetzt quasi zu viel geworden. Die musste also flacher und runder werden. Das ist das eine. Dann noch ein paar andere Details, unter anderem eben, dass wir hier vorne und hinten einen Fahrstand haben. Die EMD F7 wird hier abgesägt und eine zweite auf der anderen Seite rangesetzt. Und dann gibt es quasi nochmal so ein Mittelteil, auch ohne Führerstand sogar. Das sind sogenannte B-Units. Die kann man dahinter oder dazwischen hängen. Also Zugkraft ist natürlich bei der F7 viel höher, wenn man eben mehrere koppelt, als hier bei der Einzellokomotive. Aber das wäre für Europa einfach auch zu viel, zu groß, zu aufwendig gewesen. Die Grundidee oder was war die Idee, warum brauchte eigentlich Dänemark diese neuen Lokomotiven? Dänemark hat relativ früh auf Dieseltraktion gesetzt. Das heißt also schon in den 1930er Jahren, wo zum Beispiel in Deutschland primär wirklich mit Dampftraktion noch auf der Strecke gefahren wurde, hat Dänemark angefangen, auf Dieseltraktion zu setzen. Zum Beispiel im Bereich der Personenzüge mit dem MO, so heißt dieser Triebwagen, als Schnellzug, den ich euch hier auch mal vorgestellt hatte vor einiger Zeit, aber auch mit vielen, vielen anderen Lokomotiven. Dann wurde 1940 Dänemark besetzt von der deutschen Wehrmacht und in den nächsten 5 Jahren dann, bis 1945, war eigentlich das gesamte Thema Dieseltraktion für die dänische Staatsbahn, für die dänische Schiene erstmal nicht mehr von Bedeutung, da es eine Treibstoffrationierung gab in dem durch die deutsche Wehrmacht besetzten Gebiet. Heißt, es wurde wieder primär auf Dampf gesetzt. Dann 1945 blieben einige Lokomotiven auf dänischem Gebiet und die dänische Staatsbahn hatte erstmal einen ganz, ganz bunten Mix aus eben älteren vorhandenen Dieseltraktionsmodellen wie den MOs, aus ehemaligen deutschen Lokomotiven, entweder Diesel oder Dampf, je nachdem, was man gerade dann hatte. Alle diese ganzen Sachen. Und jetzt wollte man schauen, okay, wie geht es weiter in Zukunft? Als relativ kleines Land und mit unglaublich vielen Inseln und Fährverbindungen für die Schiene, also in Dänemark wurde zum Beispiel die Fähre, auf die Eisenbahnwagen drauffahren können, also eine Eisenbahnfähre, erfunden. Die wurde in Dänemark erfunden, in den 1860ern, glaube ich. Und aufgrund dieser Voraussetzung, also unglaublich viele Wechsel, gegebenenfalls auf eine Fähre und so weiter, ja, hat man in Dänemark gesagt, wir möchten nicht elektrifizieren, sondern wir bleiben bei einer Dieseltraktion. Ähnlich war das zum Beispiel auch in England. Da gab es jetzt andere Beweggründe, aber auch da hat man sich gescheut, diese sehr, sehr große Investition für eine Elektrotraktion, also mit den ganzen Oberleitungsmasten und so weiter, in Angriff zu nehmen. Man brauchte also Diesellokomotiven, denn die alten Dampflokomotiven waren nicht mehr State of the Art von der Technik her, sie waren nicht mehr effizient und wenn ihr euch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist eben im Zweiten Weltkrieg nochmal ein Riesenschritt in der Verbrennungsmotorentechnologie
gemacht worden. Das heißt also, da war auch eine neue Motorengeneration verfügbar, die kräftiger war, die verbrauchsärmer war, die eben auch in der Lage war, eine Dampftraktion auf der Strecke der Eisenbahn wirklich abzulösen. Ein weiterer Faktor war dann noch das Thema Personalkosten. Also die größte Anzahl an Personal hatten die ganzen Eisenbahnen in den 1920er Jahren. Ab da ging es dann wieder schon bergab und runter und man hat versucht, Geld zu sparen. Und jetzt hat man natürlich bei einer klassischen Dampflokomotive immer mindestens 2 Leute gehabt, die eben gefahren sind, und bei einer Diesellokomotive brauchte man schlussendlich ja nur noch einen Fahrer. Also auch solche Faktoren haben da reingespielt. Die dänische Staatsbahn hat sich dann auf die Suche gemacht nach einem passenden Modell. Und das war ungefähr der Zeitraum, in dem in Deutschland zum Beispiel die V200, also die spätere Baureihe 220, entwickelt wurde und sowas. Ja, in diesem Zeitraum. Und man ist dann erstmal gar nicht bei diesem Modell hier gelandet. Also wenn wir ganz genau sind, ist das eine MY2. Es gibt eine MY1, die hat eine etwas andere Form. Davon wurden 2 Stück auch nur gebaut. Die haben den Spitznamen Marilyn Monroe und die haben so eine etwas andere Form. Da ist die Nase spitzer und läuft so ein bisschen schiffsbugartig raus und dann wieder zurück. Solche Sachen. Ja. War nicht das erfolgreiche Design, sondern das hier war das erfolgreiche Design. Das Ganze ist nämlich der Lizenzbau dieser EMD F7 in der europäischen oder europäisierten Version. Das Ganze wurde in Europa gemacht von der Firma Nordquist Okholm AB, NOHAB. Und daher kommt der Kürzelname NOHAB für diese schöne Lokomotive. Die selbst wurde gar nicht mal so selten gebaut, und da nehmen wir uns mal unseren Typenkompass hier, und zwar wurden gebaut von der 1101 bis zur 1159. Das heißt, wir haben 58 Lokomotiven bzw. 59 Lokomotiven von diesem Modell hier. Das ist schon mal nicht wenig für ein relativ kleines Land. Dänemark ist ja nicht so groß, da sind 59 Lokomotiven schon eine Menge. Die Lokomotive selbst hatte ein Dienstgewicht von etwas über 100 Tonnen. Ich glaube 103 Tonnen am Anfang, später ein bisschen mehr. Die PS-Zahl lag bei am Anfang 1700, ist dann später hochgegangen auf 1950 mit einer neuen Motorengeneration. Da gehört die hier auch schon zu im Original. Und heute sind die teilweise ja auch noch im Einsatz, und da hat dieses Modell hier speziell gerade 2100 PS nach neuester Lesart mit einem neuen Motor mit entsprechenden neuen Leistungsdaten. 3400 Liter Kraftstoffvorrat und als Höchstgeschwindigkeit 133 km/h. Das waren die Rahmendaten. Für den Zeitraum, von dem wir sprechen, nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang, Mitte der 50er Jahre, wo man sich mit diesem Modell beschäftigt hat, ist es ziemlich gut. Das geht schon fast ein bisschen in das rein, was die nächste Generation in Deutschland zum Beispiel konnte, im Bereich der Bundesbahn, die Baureihe 215, 218. Die gehört in eine vergleichbare Kategorie rein. Eine zu dem Zeitpunkt dann erst mittelschwere Diesellokomotive, zu dem Zeitpunkt hier, Ende der 50er Jahre, wo die Dinger dann ausgeliefert wurden tatsächlich an die dänische Staatsbahn, war das schon so Top of the Pops im Bereich der Dieseltraktion. Wir haben so ein paar Elemente, die auch uns den Zahn der Zeit zeigen. Wir haben aber auch Elemente, die uns den Stil der Zeit zeigen. Und zwar ist das einerseits die Gesamtform. Wenn ihr euch das anschaut, also wir haben eine sehr elegante Nase hier, so nennt sich das dann. Das sind die sogenannten Rundnasen, und die Form ist wirklich elegant bei dem Modell, muss man ganz klar sagen. Also wir haben so eine runde Form, dann hier nochmal diesen Buckel. Wir haben hier wieder eine Rundung. Und das Ganze, finde ich, hat eine unglaubliche Ähnlichkeit oder auch vom Stil her eine sehr, sehr große Ähnlichkeit auch zu diesen amerikanischen Straßenkreuzern in der Zeit der 1940er. Ganz, ganz wichtig, der 1940er. Die 1950er zum Teil auch noch, aber das Design, so wie es aussieht, basierend auf der EMD F7, kommt tatsächlich eher im Bereich der Autos, auch im Bereich der 1940er Jahre vor in den USA. Also schon so eine etwas bullige, aber runde Formgebung. Ja, das ist so das Designelement hier. Ganz wichtig, da wird auch viel drüber diskutiert, wenn ihr euch mit dem Modell nicht auskennt, die Form der Fenster, wie die runtergezogen sind. Hier ist mal ein ganz großer Diskussionspunkt.
Damals, wo die jetzt von Märklin produziert wurde, noch nicht. Ihr seht, die hat die Nummer 47, 1147 hier. Das ist die Betriebsnummer der MY, die wir hier haben von Märklin. Und da machen wir jetzt nochmal ganz kurz den Ausflug. Also, Vorbild der MY 1147 ist gebaut worden 1964, ausgeliefert worden 1964 an die dänische Staatsbahn, war erst im Einsatz im östlichen Dänemark, so nennen sie das dann. Das heißt also nicht an der Westküste, wo Fredhaun liegt, ist dann später auch an die Westküste gekommen und bis 1997 bei der dänischen Staatsbahn gefahren. Also hatte eigentlich von 1964 bis 1997 eine relativ nicht ruhige Zeit, aber zumindest besitzertechnisch eine ruhige Zeit und schon ein relativ langes Dienstalter, würde ich mal sagen. Ja? Also 64 bis 97, 33 Jahre, das ist eine ordentliche Zeit für eine Diesellokomotive. Es wurden Dinge verändert in dieser Zeit, es wurden Dinge umgebaut, zum Beispiel das Thema Zugheizung wurde verändert. Dann gab es ab 1994 zum Beispiel hier so kleine Rangiertritte und solche Sachen. Also die Lokomotive wurde kontinuierlich verbessert. Genauso wurden Zugbeeinflussungssysteme, ACTS heißt das in Dänemark, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sowas wurde mit eingebaut. Also die wurde immer auf dem aktuellen Stand gehalten. 1997 wurde diese Lokomotive abgestellt. Die dänische Staatsbahn hatte Nachfolgemodelle, die eben auch den aktuellen Bedarf der Staatsbahn dann besser gedeckt haben. Sie stand dann bis 2003, wurde 2003 verkauft an die Firma Eichholz Rail. Und vielleicht, wenn ihr andere Modelle von dieser MY schon gesehen habt am Markt, es gibt so ein paar dunkelblaue mit so leichten kleinen orangen Akzenten. Das sind die von der Eichholz Rail, super schick, definitiv. Und dann wurde die Lokomotive 2007 von Eichholz an die Strabag weiterverkauft. Und die gibt es auch heute noch. Ich habe ein Bild gefunden, das letzte aus 2020, das habe ich euch hier auch mal mit eingeblendet, natürlich. Die Lokomotive fährt heute noch und die ist heute im aktiven Einsatz, speziell beim Thema Gleisbau und solchen Sachen. Ja. Also 1964 gebaut, heute noch im Einsatz und mindestens einmal einen neuen Motor bekommen, sonst hätte sie eben nicht heute 2100 PS. Aus meiner Sicht eine absolute Erfolgsgeschichte und das zeigt auch ein bisschen, warum diese Modelle hier immer noch so beliebt sind. Es gibt ganz, ganz viele davon, die immer noch fahren. Es gibt quasi No-Hub, so, das ist so das Kürzel dafür dann, also No-Hub-Fanclubs für diese MY. Und das spricht wirklich ganz, ganz klar für diese Lokomotive. Einerseits von der Technologie her, dass es eben lange hält. Andererseits aber auch vom Design her. Also die Lokomotiven der Generation danach, die so dieses ganz klassische Eckige haben, wie zum Beispiel die MZ, die ich euch vorgestellt habe vor einiger Zeit, die haben es schwieriger, so einen Kultstatus zu erreichen. Weil hier noch einfach eine gewisse Eleganz versprüht wird, da ist nicht so eine Brutalität im Design. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, vielleicht auch noch eine gewisse Schnittigkeit, Windschnittigkeit hier so reingebracht. Also die hat dann schon eher was von so einem attraktiven Oldtimer. Insofern werden auch die MYs wirklich oft aufgelegt im Modellbahnbereich. Ich kann mir vorstellen, dass inzwischen fast jede der 59 Betriebsnummern dieser Lokomotive auch tatsächlich ein eigenes Modell bekommen hat. Die Antriebe erfolgten, ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, dieselelektrisch. Das heißt, ich habe einen Dieselmotor, der zumeist mit einer idealen Drehzahl läuft und das Ganze überträgt dann eben Strom von einem Generator an die tatsächlichen Antriebsmotoren. Die MY wurde dann aber auch nochmal angepasst. Und zwar nicht nur als MY, es gibt auch sogenannte MX und MV. Das sind beides Untervarianten. Bei der MX werdet ihr zum Beispiel feststellen, dass sie nur 3 Fenster an der Seite hat anstelle 4. Das ist einfach eine etwas leistungsschwächere Version, die eingesetzt wurde zum Beispiel auch auf Nebenbahnen. Und die MV hiervon ist quasi so eine gewisse Art der Weiterentwicklung, Optimierung eigentlich dieser Lokomotive. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, die bekannteste und berühmteste Lokomotive der dänischen Staatsbahn, zumindest aus Sicht eines Modellbahners. Also, so viel zum Thema Historie der Lokomotive. Den Karton packen wir uns mal eben weg, denn
Wir werden uns jetzt die Details der Lokomotive mal genauer anschauen. Wir sprechen jetzt einmal über die Details der MY aus den 70ern. Und jetzt in der Makroaufnahme seht ihr wahrscheinlich schon, das ist kein Vitrinenmodell, sondern solche kleinen Lackabplatzer wie hier zum Beispiel gibt es immer wieder an allen möglichen Stellen. Also ich glaube, das hier sind nochmal die krassesten Stücke, wo man auch sieht, da ist auch eine ganz kleine Delle, sieht man zumindest live. Da ist die Lokomotive wahrscheinlich mal runtergefallen. Dann gibt es hier quasi in dem Lack überall auch Farbveränderungen inzwischen nach der langen Zeit, solche Sachen. Insofern, wir sprechen jetzt hier nicht von einer nagelneuen Lokomotive. Aber ich will jetzt mit euch einmal hier die Details durchgehen, damit wir wissen, was wir ungefähr erwarten können eben von einem Modell aus dieser Ära. Und da starten wir mal mit der Frontansicht, die ist ja hier quasi beidseitig gleich. Was haben wir hier? Wir haben im Endeffekt eigentlich von der Gesamtform her schon eine ganz gute Repräsentation des Originals. Ich würde sagen, im Original ist es so, dass die Fenster hier noch einen Tacken spitzer zulaufen am Ende. Also die gehen noch ein bisschen weiter raus, gehen ein bisschen spitzer raus. Aber das ist so eine wirkliche Detailfrage. Wir haben hier angedeutet Scheibenwischer. Angedeutet kann man auch wirklich nur sagen. Also wir haben hier quasi an dem Zinkdruckguss den ersten Andruck und dann geht das hier weiter in das Plastik rein, aber das ist jetzt nicht mal irgendwie angemalt oder so. Dann haben wir hier die 3 Frontlampen, das ist auch soweit okay. Was jetzt hier fehlt, was die Originale meiner Meinung nach hatten, wobei ich jetzt auch nicht zu 1000% weiß, ob das wirklich alle hatten, ist eine Tür. Hier im Frontbereich. Also ich bin der Meinung, die hatten eigentlich alle eine Tür mit einem Austritt hier vorne. Ist jetzt hier nicht nachgebildet. Dafür hier die Klappe. Wir haben dann hier so leichte Ansatzelemente, die vielleicht sowas wie Schläuche darstellen könnten. Also das ist schon so versucht nachzubilden. Und besser wird es tatsächlich an der Seite, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier schöne kleine Griffstangen, die auch filigran ausgeführt sind. Wir haben dann hier leider wieder relativ grob die Rahmen. Das Typen- bzw. Firmenschild ist hier einfach nur aufgedruckt, aber es ist lesbar aufgedruckt, also zumindest NoHub GM kann ich lesen, das darunter nicht mehr. Und die Seite hier, die ist, glaube ich, das Highlight für eine Lokomotive aus dieser Zeit. Das heißt, wir haben hier ein durchsichtiges Gitter, wie ihr seht. Das ist ja auch wie beim Original das durchsichtige, durchlaufende Gitter. Und dahinter tatsächlich dann auch die einzelnen Strebeelemente, die Streben, die den Lokkasten bilden, zumindest im Original, hier natürlich jetzt nur so angedeutet. Darunter unsere kleinen Fensterchen. Was man hier jetzt leider bei diesen Fenstern ziemlich gut sieht, ist, dass die ja wie so eine Lampe eigentlich so eine Rundung drin haben. Und das seht ihr hier. Hier seht ihr so eine Rundung, da seht ihr so eine Rundung. Und eigentlich sind die flach, das sind ja Scheiben, die haben ja keine Rundung drin. Genau, dann haben wir hier die mittlere Einstiegstür, daneben das MY 1147. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn man sich jetzt Bilder anguckt von diesen Lokomotiven, ist eigentlich hier diese Beschriftung eher auf der Tür. Genauso wie hier vorne die Beschriftung auf der Tür wäre. Ich will aber nicht ausschließen, dass das zu dem Zeitpunkt, und das Modell ist ja rausgekommen, als diese Lok gerade so umlackiert worden war, auch tatsächlich so war. Das will ich nicht ausschließen, dass das so war. Ja. Was hier ganz süß ist, wir haben hier wirklich tatsächlich 2 kleine Trittstufen an dem Tank dran, darunter, die sind schön ausgeführt. Ja. Und alles, was wir auf der einen Seite gesehen haben, sehen wir hier auf der anderen auch wieder. Relativ grob ist hier immer der Kupplungshaken, der hier rauskommt. Die Puffer in rund. Interessanter Detailpunkt natürlich hier. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren die Puffer auch der DSB alle rund. Erst später hat die DSB auch bei den Lokomotiven die eckigen Puffer eingesetzt. Also bei den MY ist das genau richtig. Auch hier unten der von der Optik her flache Vorbau, der eben nicht diesen spitz zulaufenden Schneeräumer hier unten hat, passt hier auch wieder, denn das Modell
oder beziehungsweise das Original wurde erst später nach der Schneekatastrophe 1978 damit ausgerüstet. Gucken wir mal hier unten, was haben wir da? Wir haben hier einen Schleifer, nicht angetriebenes Drehgestell. Dann haben wir ein angetriebenes Drehgestell. Hier sehr schön finde ich dieses Märklin Made in Western Germany, was hier so erhaben drauf sitzt. Und vor allen Dingen dieser Druck hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt, man merkt das wahrscheinlich gar nicht so richtig im Video, aber das sind auch eben nicht einfach nur flach auf einen Aufkleber gedruckte Zahlen hier, sondern die sind so reingeprägt. Kennt ihr das so von früher noch, so dieses reingeprägte hier auch? Sehr schön finde ich das. Ja, also mehr kann man hier eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben hier dieses typische alte Antriebssystem mit den extrem vielen Zahnrädern, mit 4 Haftreifen, 1, 2, 3, 4. Ja, also das ist so, es ist massive Qualität, also das seht ihr ja auch hier, schaut euch mal das an. Das ist halt hier voller Lackabplatz, aber das gibt einem einen ganz guten Eindruck, wie dick dieser Lokkasten hier tatsächlich ist. Also das ist wirklich krass. Und dementsprechend ist eben auch das ganze Gewicht. Hier oben das Dach. Vieles ist angedeutet. Also auf Entfernung bekommt man einen ganz guten Eindruck davon, wie diese Lokomotive aussieht tatsächlich. Wir haben hier also die 4 Lüfter dann. Wir haben den Auspuff. Wir haben hier eine Lüftungsöffnung, glaube ich, nochmal. Ja, und das war es eigentlich. Alles andere ist nur angedeutet. Also hier die ganzen kleinen Haken, mit denen man normalerweise hier eben diese Platten rausnehmen kann. Beim Original, die sind alle hier nur so angedeutet. Es ist also vieles an den Details bei dieser Lokomotive immer angedeutet. Wie schlägt die sich jetzt im Vergleich zu ihren aktuellen Schwestern? Also hier haben wir mal die aktuelle Schwester von Märklin. Das ist jetzt auch nicht das höchst detaillierte Modell einer MY, muss man ganz klar sagen. Es ist aber für Märklin-Verhältnisse schon relativ detailliert. Also was haben wir hier zum Beispiel? Hier haben wir diese kleine Funkantenne, die haben wir bei dem anderen Modell nicht. Wir haben hier die kleinen Haken zum Hochheben der Dachelemente. Die sind jetzt hier alle ausgeführt, deutlich größer, das seht ihr. Ihr seht auch ganz, ganz klar den Unterschied, was ich eben sagte, hier einerseits das, wie weit gehen die Fenster hier runter, dass die wirklich weiter runtergezogen werden hier. Dann echte Scheibenwischer, ein Fensterrahmen, hier jetzt in dem Fall natürlich auch eine Inneneinrichtung, die haben wir hier nicht. Hier ist gar keine dahinter. Und weitere kleine Griffstangen, die Tür, von der ich eben gesprochen habe, da seht ihr sie, hier ist der Türgriff. Weitere Griffstangen, da weitere Griffstangen. Das waren alles Griffstangen, die hier theoretisch auch dran sein müssten. Also quasi diese kleineren hier, die fehlen hier alle, genauso wie die Tür. Die wurde nicht nachträglich da reingebaut. Also das ist natürlich bei dem alten Modell hier dann etwas traurig. Bei dem neuen sind jetzt hier eben noch diese Rangiertritte dran, die später rangebaut wurden. Aber die sollen uns jetzt nicht weiter stören. Auch in der Seitenansicht nochmal der Unterschied. Was seht ihr hier als erstes? Also die Form von diesem Fenster hier deutlich filigraner als dort. Die Tür auch eben mit entsprechenden Griffstangen hier, allerdings bis wirklich runtergehend und darunter dann diese Aufstiegstreppe wie beim Original. Die ist hier jetzt nur mit einer Stufe angedeutet. Wenn wir da mal gucken, da, die endet nach einer Stufe. Darunter muss das Drehgestell sich ja bewegen. Märklin hat es bei den aktuellen Modellen geschafft, wirklich die komplette Stufe hier reinzubringen. Wenn wir dann die Seite mal anschauen, hier die Fenster zum Maschinenraum viel, viel besser. Das sind jetzt nicht diese Rundungen, von denen wir eben gesprochen haben. Die gleiche Treppe, viel, viel mehr Details, viel, viel schönere bedruckung. Hier oben mit dem Gitter eigentlich das gleiche wie auch bei der anderen Lokomotive. Das heißt, ich habe ein Gitter, durch das ich dann eben durchschauen kann im richtigen Winkel. Das wird jetzt hier ein bisschen schwieriger vom Licht gerade. Und eine deutlich, deutlich detailliertere Dachlandschaft eben mit durchbrochenen Lüftern. Das heißt, die kann man wirklich auch dann hier rausnehmen. Dann kann man hier in die Lokomotive reingucken. Seht ihr das? Da ist also quasi
die Technik dann drunter. Und so sieht dann dieser Lüfter eben aus. Von unten auch mit dem Lüfterrad, finde ich, ist schon wirklich gut gelungen. Der darf aber hier wieder rein. So, also das ist so der Hauptunterschied. Und dann gibt es noch eine Sache, das hat eher mit dem Maßstab zu tun. Und zwar, wenn ich die beiden jetzt mal hier nebeneinander stelle für euch. Beides Märklin No-Hubs. Vielleicht fällt es euch jetzt hier im Video auf. Und zwar, jetzt seht ihr es wahrscheinlich, die hier, die neue, ist ein ganz bisschen höher, ist ein ganz bisschen spitzer von der ganzen Form her. Die hier ist flacher und ein bisschen, wirkt dadurch breiter in der ganzen Form. Also diese hier wirkt dünner und höher, die wirkt breiter und flacher. Das sind Nuancen. Das gleiche hier habe ich eine relativ deutliche Buckelformung. Die habe ich hier weniger. Hier geht das eher so rund wirklich rum, ohne so einen festen Buckel zu bilden tatsächlich. Also das hier ist treffender gegenüber dem Original als das hier. Was noch ein weiterer Aspekt ist, und den müssen wir uns jetzt hier in der Länge mal anschauen. Es heißt ja immer, die Länge zählt nicht, aber ich stelle die jetzt mal auf einer Seite links hier, auf der Seite wirklich direkt aneinander. Und jetzt nehme ich euch mal mit rüber hier und schaut mal, was passiert. Also, was haben wir hier? Wir sehen, der gesamte Maßstab, wenn wir hier anfangen, von vornherein, der hier ist wirklich gleich auf. Der Maßstab ist hier ein anderer. Oh, ihr seht quasi, wie sich das hier schon verschiebt. Wie es hier sich verschiebt, mehr Platz einnimmt. Und jetzt seht ihr, was auf der anderen Seite passiert. Wow. Das hier ist ein Größenmaßstab 1:87. So sollte es sein. So wurde es in den 70ern gebaut. Also da seht ihr aber auch den Unterschied zwischen digitaler Planung und eben händischer Planung tatsächlich, wenn wir die nochmal ein bisschen hier rausnehmen. Denn natürlich wurde die neue Lokomotive digital geplant. Und da kann man ganz, ganz leicht sagen, das Original ist so und so viel Meter lang. Mein Modell muss eben entsprechend so und so lang sein. Das kann man natürlich auch ohne Computer in der Planung machen, aber ich glaube, Märklin hat damals tatsächlich versucht, möglichst mit dem gleichen Lokchassis darunter möglichst viele Lokomotiven abzubilden. Also mit diesem Chassis hier unten, mit der Länge von da nach da quasi, also alles, was jetzt hier nicht spezifisch diese Lokomotive ist, ist das Lokgehäuse und die Verkleidung dieser Achsen hier, also der Drehgestelle quasi. Das sind zwei Plastikteile, eins hier und eins da. Gegebenenfalls muss das Element noch getauscht werden, aber ich könnte da eben auch eine ganz andere Lokomotive draus machen. Ich könnte auch einfach ein jeweils zweiachsiges Drehgestell hier ansetzen, nicht 3, sondern 2 und 2. Anderes Gehäuse drauf und ich habe eine 215, 218 von der Deutschen Bundesbahn. Deswegen ist hier der falsche Längenmaßstab gewählt worden, einfach um die Produktion zu vereinfachen und als eine Grundlagenbasis hier etwas zu haben. Und wenn man das jetzt eben so voreinander steht, seht ihr nochmal, wie groß dieser Unterschied wirklich ist. Wenn man hier wirklich gleich auf ist, so, ist der Unterschied hier drüben tatsächlich fast 1,5 Zentimeter in der Länge zwischen dieser Scheinwerfernase und dieser hier. Das ist natürlich schon spannend, fällt einem eben nur auf, wenn man beide Modelle zur Verfügung hat. Ansonsten nehmen wir mal die neue wieder weg, bleiben wir bei der alten. Bin ich von dem Detailgrad schon überzeugt, wenn man überlegt, dass diese Lokomotive eben vor etwa 50 Jahren entwickelt wurde, glaube ich, kann man da schon mit zufrieden sein. Sie macht auch auf der Anlage am Ende einen guten Eindruck, wenn man jetzt nicht sich eben in Rangierspiele verliert, direkt vor dem eigenen Blickfeld, sondern sie vor den Zug hängt und sie mit dem Zug eben durch die Gegend fährt. Dann sieht das gut aus
Und zum Rangieren kann man ja sich immer noch das Schmuckstück nehmen, was eben auch die kleinen Rangierbühnen hat. Damit wieder zurück von den Details. Ihr habt es jetzt gesehen, es gibt Punkte, die durchaus positiv hervorzuheben sind. Es gibt aber auch Punkte bei dieser Lokomotive, wo man sagt, heute würde man das eben definitiv nicht mehr so machen. Da hat der Zahn der Zeit dann hier schon tatsächlich an der Lok wirklich genagt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das immer noch ein schickes Modell ist, dass es wirklich in Würde altert und insbesondere, wenn man innen drin die Technik eben auch auf dem aktuellen Stand oder auf einem aktuellen Stand hält, hat man hier natürlich ein wirklich, wirklich tolles Modell. Technik ist so ein kleines Stichwort. Wir machen jetzt einmal kurz den Innenraumcheck gemeinsam, sodass ihr sehen könnt, was steckt denn hier eigentlich drin. Dieses Modell wurde, ich habe es ja auch schon einmal kurz erwähnt gehabt, umgebaut von dem Vorbesitzer. Heißt für uns, es ist eben nicht die Original 3067 im Auslieferungszustand, sondern ein, ja, wie das Original auch mit der Zeit gegangenes Modell. Damit einmal herzlich willkommen zum Innenraumcheck. Und ja, da gibt es tatsächlich bei der Lokomotive gar nicht so viel zu sehen. Hier nochmal die Anleitung. Wir haben unten eine Schraube, das seht ihr jetzt oben im Bild, und dann müssen wir, wie ihr hier seht, bei der 3067 noch die kleinen Kupplungshaken abnehmen, damit diese aus dem Gehäuse rauskommen. Und ja, that's it. Ab dann kommt Erklärung, wie es denn technisch inhaltlich weitergeht. Ich habe jetzt, um es zeitlich einfach ein bisschen kürzer zu machen, schon mal die ganzen Schrauben rausgenommen, die Kupplungshaken abgenommen. Der, ja, ich denke mal Tank ist das wahrscheinlich hier, der als wirklich schweres Metallgewicht, der unten mit der Schraube befestigt ist. Das ist alles ab. Und ja, was bleibt dann im Endeffekt? Die Lokomotive, bei der man das Gehäuse wirklich so abnehmen kann. Wir haben also hier ein Metallgehäuse komplett. Ihr seht die Einsätze sowohl für die Scheiben als auch für die Lichter hier. Die Aussparung aus der Schürze ist alles ein Teil. Wenn man die Dicke des Gehäuses, die ihr hier seht, die ist schon beeindruckend. Das ist heute alles ein bisschen dünner. Auch hier, wo die Schraube von unten reingeht, das ist wirklich massiv. Also da seht ihr, das ist quasi auf Panzerqualität ausgelegt. Und trotzdem ist eine gewisse Detaillierung hier ja vorhanden. Das haben wir uns im Außenbereich ja schon bei dem Detail angeguckt. Aber so sieht es von innen aus. Und jetzt kommen wir mal zu dem Hauptstück hier. Was ist da jetzt verbaut? So, diese Lokomotive ist nicht im Originalzustand. Die wurde also nachträglich umgebaut. Wir haben also hier einerseits das nicht angetriebene Drehgestell mit dem Schleifer, von wo eigentlich nur das Kabel hier rausgeht. Wir haben dann hier nachträglich eingebaut statt einer Glühlampe eine LED. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Es ist also im Endeffekt nur die Art des Leuchtmittels geändert. Und dann ist hier der Motor umgebaut auf den sogenannten Hochleistungsantrieb. Was ist hier der Hauptunterschied? Wir haben also hier drin einen anderen Anker und wir haben diesen Permanentmagneten hier. Das merkt man jetzt, also ich merke es, wenn ich hier so dran bin mit meinem Schraubenzieher. Das ist eben ein Permanentmagnet, der hier verbaut ist. Und dann haben wir hier einen Decoder. Der ist hier sogar befestigt, deswegen kann ich den jetzt gar nicht losmachen. Steht auch nichts weiter drauf, was das für ein Decoder ist, der hier verbaut wurde. In der Artikelbeschreibung stand mal drin, es wäre ein ESO-Decoder. Das mag sein, das mag nicht sein. Hauptsache ist ja, er funktioniert. Ihr seht hier unten, das Ganze ist eine durchgehende Metallwanne. Ja, und wenn ihr mal überlegt, wie viel Luftraum haben wir jetzt in dieser Lokomotive drin, das lege ich mal dahinter. Dann seht ihr auch, wie viel Platz ich hier noch habe. Also wenn ich hier noch irgendwas verbauen möchte in dieser Lokomotive, zum Beispiel ein Rauchgenerator für den Auspuff oder zusätzliche Beleuchtung, hier zum Beispiel für den Maschinenraum, was auch immer, ein Soundgenerator mit einem riesigen Lautsprecher. Also schaut euch das mal an, wie viel Platz da drin ist. Also da ist wirklich jetzt gerade durch den Umbau quasi auf den Decoder hier auch nochmal
So viel Platz drin, das ist krass. Also wenn ihr die neuen Lokomotiven euch anschaut, die sind ja komplett mit Technik zugebaut hier. Und am Ende machen sie nichts anderes, außer dass sie ein paar mehr Leuchtfunktionen und einen Lautsprecher haben. Aber die würde man hier eben auch echt locker nachgebaut bekommen. Was natürlich fehlt, sieht man jetzt hier auch im Innenraum, also die Ausgestaltung der Fahrstände quasi ist null. Die gibt es einfach nicht und das führt natürlich auch dazu, dass man hier eben auch nochmal mehr Platz hat. Ja. Ohne das Gehäuse oben wirkt das alles relativ locker, leicht und ihr seht auch, das ist alles multifunktional einsetzbar. Also sobald hier die Haken weg sind, ist auch der Rahmen dann abnehmbar und dann kann ich eigentlich hier sofort, wenn ich will, an die Reifen bzw. an die Räder ran. Kann aber auch genauso gut natürlich dann hier einen anderen Kasten drum setzen, der ist aus Plastik jetzt, und dann eine andere Lokomotive nachbilden. Also das ist relativ easy gemacht. Ansonsten gibt es ja nicht viel zu sagen zum Innenraum. Man kann hier tatsächlich noch die Kohlebürsten quasi oder die Kohlen austauschen bei diesem Motor. Das ist, denke ich, schon von Vorteil auf lange Frist. Und tatsächlich ist diese Form des Antriebs hier, die ist wirklich fast unkaputtbar, wenn ihr euch das anguckt. Also das sieht ja hier schon wirklich wie so ein Stück von einem Panzer aus oder so. Ja. Also mit den Kräften, die hier auf die Modellbahn wirken, wenn ihr das jetzt geölt haltet, das Modell, glaube ich, steht dem nichts entgegen, dass das auch noch 40 Jahre weiterfährt. Kriegt vielleicht irgendwann mal einen neuen Decoder dann, je nachdem, was dann die Technologie ist. Aber die reine Mechanik, die hier in der Lok drin ist und das Lokgehäuse, das hält wahrscheinlich fast unbegrenzt lange. Ich baue das mal alles wieder zusammen und dann machen wir weiter. So viel zu den technologischen Dingen zum Thema Innenraum, zum Thema, was haben wir hier eigentlich an Decoder verbaut. Meiner Meinung nach, der ganz große Vorteil dieser Lokomotive ist, ich habe unglaublich viel Platz drin und ich habe die Möglichkeit, sie eben relativ leicht immer auf die nächste technologische Stufe zu bringen. Also wenn ich hier mal einen neuen Decoder verbauen will, ist das gar nicht so das große Problem. Und ihr habt es gesehen, auch die Technik, die drin steckt, also die Mechanik, die Elektrik, also nicht der Decoder selber, sondern das außenrum, das ist wirklich, wirklich massiv gebaut und bezogen auf die relativ schwachen Kräfte, die auf so eine Lokomotive wirken, ist es auch so, dass es eben lange hält, muss man ganz, ganz klar sagen. Ja, also im Auto würden solche Zahnräder nicht lange halten, aber auf der Modellbahn halten die eben entsprechend lange. Also von dem Maßstab ausgehend wirklich eine extrem gute Ingenieursleistung der Firma Märklin, das Modell so zu konstruieren, dass es eben nach so einem langen Zeitraum wirklich noch sauber läuft, der Motor abgegradet werden konnte und, das darf man nicht vergessen, eben auch das Thema Digitalisierung hier vergleichsweise einfach aufgrund des vielen Platzes angegangen werden konnte. Also das, denke ich, sollte man einfach auch mal so festhalten, wenn gesagt wird, früher war alles besser. Was man hier definitiv sagen kann, also die Ingenieursleistung, die jemand eben in den 70ern gebracht hat, ohne Computerunterstützung, um dieses Modell zu konstruieren und zu designen, das ist definitiv eine extrem gute Leistung gewesen. Die Frage ist doch jetzt, bringt die denn überhaupt eine gute Leistung auf der Schiene? Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Die alten Loks ziehen mehr. Ist es so? Wir prüfen es. Ich habe es mir mit euch angeschaut. Wir prüfen es jetzt wirklich mal einfach nach. Los geht's mit den Fahreigenschaften von der MY von Märklin. Da steht sie, das alte Modell, schon bereit am Rundkurs. Sie ist auch schon angelegt hier in der Mobile Station. Der verbaute Decoder ist nicht MFX-fähig, das heißt, ich musste das Ganze hier manuell anlegen. Und wie ihr sehen könnt, sind da zwei Funktionen dabei. Das heißt, wir haben oben links einmal die Möglichkeit, die Stirnbeleuchtung, die natürlich richtungswechselnd mit der Lokomotivfahrtrichtung wechselt, ist, ja, die können wir anschalten und dann haben wir ganz oben rechts, seht ihr hier diese kleine Schildkröte und damit können wir dann die ganzen Verzögerungswerte fürs Beschleunigen und Abbremsen deaktivieren und dann fährt die Lokomotive einfach genau so, wie wir das am Regler drehen. So sieht es dann
mit Licht an aus. Ist ein relativ weißliches LED-Licht, was hier vom Vorbesitzer verbaut wurde. Und jetzt schauen wir doch mal, was diese Lokomotive hier so bringt. Also wie immer, ich drehe jetzt erstmal auf Vollgas und wir gucken, was passiert. Wir drehen wieder auf 0. So weit, so unspektakulär, zumindest jetzt von den Fahreigenschaften her. Was ihr, denke ich, gesehen habt, ist, dass diese Lokomotive sehr, sehr schnell ist, finde ich, für ihre Verhältnisse, auch im Vergleich zu neueren Modellen. Die Bremsbeschleunigung bzw. die Bremsgeschwindigkeit und die Beschleunigungsverzögerung, die waren jetzt hier auch, finde ich, gar nicht mal schlecht eingestellt für so eine kleine Anlage wie meine hier. Wir können das mit dem Licht ja nochmal für euch umschalten. So sieht das Ganze dann aus. Das ist also quasi gleich mit einer gewissen Führerstandsbeleuchtung hier. Und ja, sie hat natürlich so ein bisschen den typischen Sound gehabt. Also die Fahreigenschaften sind mit dem verbauten Decoder und dem neuen Hochleistungsmotor, wie ihr jetzt gesehen habt, schon wirklich hervorragend hier. Also gerade auch die langsamen Fahreigenschaften, wenn ihr einfach auf eine Fahrstufe hier dreht. Man könnte es jetzt noch niedriger einstellen, aber im Vergleich zu Delta-Modellen ist das hier schon ein riesiger Schritt. Natürlich kommt es nicht an die neuen Modelle ran, aber im Vergleich zu Delta hat man hier natürlich schon was deutlich Besseres von den Fahreigenschaften. Die Geräuschkulisse kann man jetzt nur in Teilen natürlich hier beurteilen. Einerseits ist es so, dass die Lokomotive relativ alt ist. Andererseits ist es eben so, dass das Antriebskonzept mit nur 3 angetriebenen Achsen über Zahnräder natürlich ganz, ganz anders ist als das, was wir heute von Märklin bekommen. Insofern ist diese Lokomotive natürlich deutlich, deutlich lauter. Das fällt allerdings nur im Langsamfahr- und Rangiermodus auf. Es fällt nicht auf, wenn man sie eben jetzt wie eben hier mit höherer Geschwindigkeit auf der Anlage bewegt. Damit zurück von der Anlage. Wir haben gesehen, die Lokomotive kann fahren, sie kann im Kreis fahren, sie kann auch Wagen ziehen. Wie viele Wagen kann sie ziehen? Besser als eine neue Lokomotive? Schlechter als eine neue Lokomotive? Schauen wir uns mal die Unterseite an. Wir haben ein angetriebenes Fahrgestell hier mit 3 Achsen. Wir haben ein Fahrgestell mit 3 Achsen nicht angetrieben. Das heißt eigentlich, rein darauf bezogen müsste die Zuglast bedeutend schlechter sein als das, was wir mit den neuen Lokomotiven hinbekommen, wo alle Achsen angetrieben sind. Wir haben dann 1, 2, 3, 4 Haftreifen tatsächlich auf dem angetriebenen Drehgestell. Das ist gar nicht mal so wenig. Und das führt auch dazu, in Kombination mit dem relativ hohen Gewicht dieser Lokomotive, dass wir tatsächlich wirklich, wirklich gute Zugleistung haben. Ich habe das wieder getestet mit meinem, ja, nicht patentierten, aber ja, etwas speziellen System. Das heißt also wieder meine Fischwaage auf die Schiene gelegt, Lokomotive rangekoppelt, Vollgas gegeben, geguckt, wann fängt sie an zu springen. Die Lokomotive ist auf knapp 300 Gramm, 280, 285 Gramm gekommen. Damit gehört sie definitiv zu den Top-Performern, die ich hier im H0-Bereich auf der Anlage habe. Besser ist die aktuelle. Sorry to say, alle, die sagen, die alten Lokomotiven haben mehr gezogen, die muss ich jetzt im Bereich der 6-achsigen Lokomotive mit 2 Drehgestellen, nämlich der MY hier, sehr enttäuschen. Nein. Die ganz aktuellen Modelle, das heißt alle, die 3 Achsen vorne, 3 Achsen hinten, beide angetrieben haben, Motor in der Mitte, Kardanwelle zu beiden Drehgestellen. Die ziehen mehr weg.
Die ziehen ungefähr 30% mehr weg als die. Setzen wir das jetzt allerdings wieder in Relation. Wir haben doppelt so viele angetriebene Achsen. Wir haben 40 Jahre weitere Technologieentwicklung oder 50 vielleicht sogar. Wir haben eine Lokomotive, die komplett ausgefüllt ist mit Technik, die also eigentlich auch noch mehr wiegt. Ja. Dann muss man tatsächlich sagen, dass zwar der absolute Zugwert der neuen modernen Lokomotive ist höher. Der absolute Zugwert ist höher um ungefähr 25-30%. Allerdings 25-30% ist nicht das Doppelte. Basierend auf der Tatsache, dass wir 6 statt 3 angetriebene Achsen hätten, könnte man ja zum Beispiel annehmen, das müsste das Doppelte sein. Ist es nicht. Wenn ihr jetzt nicht gerade extreme Gebirgsstrecken bei euch auf der Anlage mit langen Zügen befahrt, werdet ihr diese Differenz wahrscheinlich gar nicht so spüren. Und es ist natürlich nur bezogen auf das konkrete Modell hier. Weil wir hier den schönen Vergleich haben. Wir haben zweimal die gleiche Lokomotive nehmen können. Einmal eben Baujahr 2020 und einmal hier Baujahr 1978 oder so. Insofern, diesen Mythos, den kann man jetzt hier mal zu Ende bringen. Es gibt Märklin-Modelle, bei denen ist es definitiv nicht so. Da ziehen die neuen Loks viel, viel mehr weg als die alten. Weiterer Vergleichspunkt. Preislich soll die gekostet haben, irgendwas umgerechnet um die wohl 40 D-Mark. Anfang der 70er, später ein bisschen mehr. Wenn man das jetzt wieder vergleicht mit den Preisen heute, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Nummer. Also jetzt heute kostet eine Y neu gekauft um und bei 300 €. Wenn ich mir überlege, wenn diese Lokomotiven heutzutage verkauft werden, in einem wirklich richtig guten Zustand, werdet ihr dafür so um die 140 € wahrscheinlich bezahlen müssen. Und ihr habt dann noch keinen Decoder, ihr habt noch keinen Umbau auf den Hochleistungsantrieb. Wenn ihr das noch reinrechnet, Decoder plus Hochleistungsantrieb, seid ihr nochmal bei ungefähr 60 €. Das heißt also, ihr würdet für eine perfekte Vitrinenlokomotive der 3067 plus Digitalumbau, der noch zusätzlich kommt, also 140 vielleicht, 150 vielleicht für das Modell bezahlen, plus eben nochmal die 60, 70, 80 € für den Umbau auf digital und den neuen Antrieb. Dann bin ich schon in der Region, da bekomme ich von manchen Herstellern das Modell hier in neu mit Sound und allem Pipapo ausgeliefert. Nee, vielleicht nicht in der Farbgebung. Insofern wirklich preiswert sind die alten Lokomotiven auch nicht. Also auch nicht, das kann man sagen, dass die wirklich preiswert sind. Ich habe jetzt hier ein relativ gutes Schnäppchen gemacht, und zwar, weil die Optik, habt ihr in dem Detail ja gesehen, dass da Details sind, die hier nicht so schön sind, aber weil die Optik eben so ein bisschen gelitten hat und damit gespielt wurde, konnte ich hier ein einigermaßen gutes Schnäppchen machen. Wenn euch das stört, müsst ihr sehr, sehr viel Geld ausgeben, um eben gute alte Modelle zu bekommen. Andererseits, wenn euch das nicht stört, habt ihr die Möglichkeit, vergleichsweise gut Schnäppchen zu machen. Und dann ist es durchaus im Bereich des Möglichen, so eine Lokomotive inklusive dem neuen Hochleistungsantrieb und einem Digitaldecoder für um die 100 bis 120 € zu erwerben in einem anständigen Zustand. Ihr könnt diese Lokomotive natürlich auch in einem schlechteren Zustand noch viel günstiger bekommen. Ganz, ganz klar. Aber das ist so die Range, die ich euch empfehlen würde. Schaut, ist sie digitalisiert? Und zwar nicht Delta, sondern wirklich digitalisiert. Und vielleicht auf der anderen Seite dann passt es von der Bemalung, die ihr da bekommt. Aber erstmal ist sie digitalisiert, stimmt der Preis. Und wenn die beiden Rahmenbedingungen gegeben sind, ist es auf jeden Fall ein super empfehlenswertes Modell. Mir macht das richtig Spaß, auch wenn es eben ja, heute nicht mehr ganz State of the Art ist. Aber dafür bringt es alles Wichtige mit, was eine Lokomotive braucht. Wir haben eine Kupplung, da kann ich Wagen ranhängen. Wir haben richtig schön, richtig Zugkraft. Wir haben Licht vorne dran und der ganze Rest ist dann auch eine schöne Spielerei, aber muss nicht sein. Ein Schlusswort. Diese Lokomotive versprüht diesen typischen Charme der alten Lokomotiven.
Und das macht sie so besonders. Geht euch das auch so? Ich finde, die neuen Loks sind so steril. Gerade wenn sie funktionieren, sind sie so steril. Und das ist hier irgendwie anders. Also die hat irgendwie so mehr Seele, mehr Gefühl. Mag jetzt sehr esoterisch klingen für den einen oder anderen von euch. Ich habe aber eine persönlichere Bindung zu dieser Lokomotive, obwohl sie erst kürzlich zu mir gekommen ist, weil sie hier so kleine Abplatze hat, weil ihr Karton nicht ganz schick ist, weil sie sich trotzdem 50 Jahre lang gut gehalten hat und weil man sie so in der Hand hält und man denkt so, Mensch, da habe ich so echt was in der Hand. Also schaut mal hier unten rauf auf das Drehgestell nochmal. Märklin, made in Western Germany. Das ist alles Metall. Ja, das ist alles Metall, keine Plastikteile. Gute, ehrliche Lokomotive und Traktion auf der Strecke, auf deiner Modellbahn. Das könnte so die Kontaktanzeige dieser Lok hier sein. Ja, das ist wirklich, ich glaube, das macht die alten Loks aus. Ich verstehe das jetzt, warum viele von euch sagen, sie setzen total auf diese alten Loks von Märklin in den blauen Kästen. Und das ist so, da geht es gar nicht darum, ist das tatsächlich technisch die beste Lokomotive, die ich bekommen kann, sondern da geht es, wenn ich das jetzt so, meine Gefühle hier mal ausdrücke, tatsächlich eher darum, ist es das an Lokomotive, was mich so zurückversetzt in meine Kindheit, wie es früher war. Ja, wie es früher funktioniert hat. Am besten noch mit so einem Handdrehregler, wo man so die Widerstände spürt so und dann die Geschwindigkeit der Lok wirklich direkt beeinflussen kann. Das sind halt so Dinge, die lassen einen zurückdenken an damals. Und bei mir ist das zum Beispiel der Geruch, den so ein Motor aussprüht, wenn ich mit dem länger fahre. Und da hat dieser Motor hier, obwohl er umgebaut wurde, durch die vielen Zahnräder, wo das Fett, was da drin ist, warm wird, einfach genau diese Ausdünstung der Lokomotive und schon denke ich so, das ist ja wie früher. Also ich kann es verstehen, wenn ihr sagt, ihr steht auf die Lokomotive mit den alten Kästen, das ist für euch das Nonplusultra. Ich kann es genauso nachvollziehen, wenn das für euch gar nichts ist und ihr auf die neuesten Hightech-Modelle setzt. Eigentlich habe ich mir auch als Ziel gesetzt, auf Fredhaun hier soll keine Lokomotive fahren, die keinen Sound hat. Naja, jetzt haben wir eine und die bleibt. Wenn ihr noch bleiben möchtet, hier sind noch ein paar Videos für euch jetzt verlinkt, wenn ihr die noch nicht kennt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir wieder hier bei Johns MOBA ein Lok-Review machen oder uns anschauen, was auf Fredhaun passiert ist. So viel für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.